Hallöchen, heute wollen wir euch zeigen, wie man sich schnell und einfach selber ein Autorig bauen kann zur Stabilisierung. Wie, was, wo und warum, das seht ihr jetzt in dem Video. Ja, das Ganze eingebaut natürlich in einen Golf Diesel Power. Das ist noch der coole Golf mit der Handbremse, extrem wichtig. Also die generelle Idee war, einen Blackarm zu bauen, den man aber auch in das Auto reinbauen kann. Grundsätzlich sollte man sich bei so einem Projekt natürlich die Frage stellen, brauche ich das und ist es geil? Wenn jetzt die Antwort auf die zweite Frage lautet ja, dann seid ihr hier genau richtig. So, jetzt mal ein kurzer Overview über das ganze Ding. Also oben drauf sitzt eine GH5-Kamera. Dann haben wir den RS2-Gimbal. Darunter an dem RS2-Gimbal ist der Adapter von Tilter, damit man den auf den Stativmount bauen kann. Mit einer externen Stromversorgung. Darunter ist der Antivibrationsmount oder die Antivibrationsplatte. Das Ding war eigentlich eingestellt für schwerere Kameras. Deshalb gucken die Kabel hier auch noch raus. Für dieses Setup würde ich jetzt die Kabel noch ein bisschen länger machen. Dann ist hier ein Adaptermount dran gebaut, einfach aus dem Alublock rausgefräst und Schrauben reingedreht. Dahinter sitzt von der Flycam ein Federarm. Die kommt ja immer doppelt und dann habe ich einfach den einen abgebaut und genommen. Und dahinter dran ist wieder ein Adapter. So, von der Rückseite sieht es dann folgendermaßen aus. Hier ist an dem Federarm noch ein Adapter dran, um den Federarm dann an eine Platte zu bauen, wo wiederum Rohrschellen dran sind, die dann an ein Stativ führen. Und Hintergrund der ganzen Sache ist, da man hier in Deutschland natürlich immer Probleme hat, wenn man sich so einen Federarm draußen ans Auto dran baut, dann wird man mal gerne schnell angehalten. Hier keine Garantie. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das StVZO-konform ist. Ich glaube, das ist auch eher so ein Grauzonenbereich. So, wichtig ist natürlich für den Tilter-Adapter die Stromversorgung. Das ist ein einfaches Spiralkabel, was hier in V-Mount-Akku reingeht. Der kam mit so einem netten Case, den kann man direkt da dranhängen. Ja, das ist so im Prinzip das ganze System. Aus der Kamera kommt ein HDMI-Kabel raus. Das ist ein Flachbandkabel, so von PCs. Ganz wichtig, damit der Gimbal in seiner Arbeit nicht gestört wird. Das geht dann über in ein normales HDMI-Kabel. Und wenn wir das verfolgen, geht das bis nach vorne hin. Und da ist der Monitor zur Kontrolle. Beim Stativ habe ich sehr lange gesucht, bis ich da ein richtiges gefunden habe. Letztendlich habe ich das Stativ genommen, das mit der Steadicam oder mit den Steadicam-Armen gekommen ist, weil das relativ dick ist und auch in das Auto reinpasst. Ich denke mal, ein Lowboy oder so wäre auch eine gute Alternative. Das Ding kann ich jetzt auch ein Lastenrad vorne reinbauen oder auf ein Boot stellen und damit Spanngurten festmachen und habe halt immer dieses portable Stabilisierungssystem dabei, was ganz nett ist. So, wichtig gerade in meinem Fall, weil ich einen Diesel fahre, ist ja isolieren, 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 weil er so viele Mikrovibrationen hat. Deshalb, wie gesagt, hier einmal aus Silikon die Dämpfer für das Stativ. Und die ganze Verbindung zwischen Stativ und dem Federarm ist auch nochmal gedämpft. Hier ist noch ein Silikonpad drunter und logischerweise auf der anderen Seite bei der Schraube auch. Silikon ist hier euer Freund, um diese blöden Mikrovibrationen einfach rauszukriegen. Bei dem Vibrationsdämpfer, also letztendlich ist es einfach eine Verbindung mit Stahlkabeln, die die Vibrationen rausnehmen. Das muss man natürlich individuell dann auf das Kameragewicht einstellen. Tendenziell, je länger die Kabel, desto weniger Vibration, aber irgendwann knickt das ganze System weg, ne? Also muss man da einen guten Kompromiss finden. Als kleinen Tipp, was man noch machen kann, hier einfach einen Gummiball reinmachen. Hier in die Mitte. Der dann nochmal so ein bisschen dieses Abknicken verhindert und dann kann man die Kabel schön weich lassen. Ich glaube, das sind jetzt 5 oder 6 mm Kabel und lieber ein bisschen mehr Bewegung drin, ne? Das nimmt mehr Vibrationen raus, als das wirklich zu starr zu haben, weil dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, dieser ganze Vibrationsdämpfer. Wobei man natürlich immer darauf achten sollte, dass hier nichts anstößt, ne? Wie gesagt, wie ich schon mal meinte, das darf nicht wegknicken, das ganze Ding. Und die Kamera, das darf nicht so weich sein, dass die Kamera irgendwo gegenstößt. Da muss man natürlich hier auch extrem aufpassen, wenn man so ein Ding im Auto reinbaut. Immer schön brav die Scheibe unten lassen, weil sonst gibt es mal einen Nicker nach vorne und dann ist die Scheibe durch. Das ist natürlich auch nicht geil. Was extrem wichtig ist bei dem Federarm, ist der Dämpfer. Den habe ich nachträglich rangebaut. Das ist einer von Touratech. Das ist normalerweise Dämpfer von einem Motorrad für die Lenkung. Wenn ich den nicht dran hätte, dann würde das ganze System bei Schlägen einfach nur hoch und runter federn wie wild. Und man sieht hier schon, das tut es nicht, weil der Dämpfer diese Bewegung halt einfach auffängt. Den habe ich, ja, man sieht ja hier einfach festgemacht und hier fest reingebaut. Das ist relativ easy mit den Dingern. Den kann man tatsächlich noch verstellen in der Stärke, in der Dämpfungsstärke. Wichtig ist bei so einem System, beim Mountainbike heißt das Sag, das heißt der Negativfederweg. Weil ich möchte ja das System nicht am Anschlag haben. Hier ganz oben, weil wenn ich jetzt in ein Loch fahre, dann habe ich ja nichts, was dieses Loch wegfedern könnte. Das heißt, ich stelle mir das ganze System so ein, dass der Federarm immer in der Mitte ist. Das heißt, der sollte nicht hoch stehen und nicht zu weit runter stehen, sondern sollte immer in der Mitte sein,
dass ich sowohl Schläge als auch Stöße, die von Schlaglöchern oder von Steinen kommen, also negativ oder positiv, damit die auf jeden Fall abgefangen werden von dem ganzen Ding. So, hier sind wir jetzt bei der Hauptstandzentrale. Vorne ein Monitor einfach mit Mount und dem HDMI-Kabel dran gebaut, damit ich was zu sehen habe, beziehungsweise der Beifahrer. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wie steuert man denn den Gimbal während der Fahrt oder der Beifahrer? Da gibt es verschiedene Varianten. So, meine Lieblingssteuerung ist tatsächlich der PlayStation Controller. Der lässt sich einfach über Bluetooth verbinden mit dem Handy. Danach öffnet man die Ronin-App und dann hat man das Menü. Das kann ich kurz mal zeigen. Hier sieht man das Menü von der Ronin-App und dem PlayStation Controller. Der große Nachteil ist natürlich in Verbindung mit der GH5 oder mit vielen Kameras, wenn ich jetzt das HDMI-Kabel angeschlossen habe, wenn ich dann das Kamerakabel anschließe, um zum Beispiel den Fokus zu ändern von der Kamera oder auf Record, das kann man auch machen, indem man hier einfach auf den Knopf drückt, Record starten und stoppen. Dann habe ich allerdings kein Vorschaubild mehr, weil sich das USB-Kabel von der Kamera mit dem HDMI-Kabel beißt. Das kennen wahrscheinlich viele. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, in dieser Variante verzichte ich tatsächlich auf Record und Fokus. Fokussieren kann man nämlich sonst mit L und R. Das ist ziemlich cool bei dem PlayStation Controller. Aber schwenken geht noch, wie man sieht. Hochschwenken, runterschwenken, nach rechts schwenken und nach links schwenken. Und das kann ich dann auch in der App einstellen, wie schnell das Ganze funktionieren soll. Auch ob er rollen soll oder nicht, das wäre mit dem Joystick zu machen, das habe ich gerade ausgestellt. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur den Joystick hier, um hoch und runter zu schwenken und nach rechts und nach links. So, zweite Variante der Steuerung wäre das Handy zu benutzen mit Raven Eye. Dann habe ich die Vorschau auf meinem Handy und kann das Handy über die Motion Control Steuerung, wenn ich das Handy schwenke, vor, zurück, wie auch immer, dann ändert sich dann auch, oder dann schwenkt auch der Gimbal mit. Das ist ziemlich cool. Ich habe das schon mal ein paar Mal ausprobiert, wenn das Rig am Fahrrad war. Das hat ganz gut funktioniert. Das ist dann noch die andere Variante. Und wenn dann der Fokusmotor dran gebaut ist, dann kann ich sogar noch den Fokus ziehen. Was extrem wichtig ist, um ruhige Schwenks hinzukriegen, ist, dass der Stabilisator der Kamera dann ausgestellt ist, weil der wirkt natürlich so ganz langsamen Schwenks immer ein bisschen entgegen. Wenn man sowas ins Auto reinbaut, ist man natürlich limitiert. Wenn ich jetzt mal ein bisschen hochschwenke, dann sieht man irgendwann kommt der Himmel des Autos. Wenn ich nach links schwenke, kommt irgendwann die B-Säule. Da ist sie. Und wenn ich nach rechts schwenke, kommt irgendwann die C-Säule. Das muss man natürlich beachten. Wenn man das jetzt draußen am Auto dran hat, hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, um da irgendwo zu schwenken. Wie man sieht, ist da jetzt gerade extreme Sonneneinstrahlung. Aber es geht schon weit. Hier kommt jetzt die Säule. Und nach unten hin ist natürlich dann irgendwo das Fenster dann. Was ich jetzt festgestellt habe über die Zeit, dass es total Sinn macht, sich hier vielleicht noch einen Windabscheider hinzubauen. Weil so ab 50, 60 km/h strömt der Wind hier rein auf den Gimbal und verursacht natürlich extreme Vibrationen. Allgemein habe ich es, glaube ich, bis 80, 90 km/h ausprobiert und das hat ganz gut funktioniert. Wenn man schneller fährt, kann man dann natürlich das Fenster hoch machen und dann hat man den Wind nicht mehr. Ich würde zusätzlich dann noch, wenn man das wirklich seriös betreiben will, auf jeden Fall einen GPS-Empfänger für den Ronin dazu kaufen, weil man schon merkt, wenn das Auto anfährt und man richtig Gas gibt, dann driftet der Horizont schon ein bisschen weg, einfach durch die G-Kräfte, die auf ihn drauf wirken. Und dieser GPS-Sensor, der verhindert das so ein bisschen. Alternativ fährt man langsam an oder wartet halt, bis der Horizont sich gefangen hat, was er dann auch letztendlich irgendwann tut, so nach ein paar Sekunden. Aber das GPS-Modul würde hier einiges vereinfachen. Was noch weiterhin Sinn macht, ist die Schwenkachse zu sperren, damit der Gimbal halt immer oder beziehungsweise die Kamera immer aus dem Fenster rausguckt, weil wenn man eine Kurve fährt, dann bleibt er natürlich immer gerade sonst und schwenkt dann auch gern mal ins Auto rein, was überhaupt keinen Sinn macht. Hier sieht man noch mal den Isolator von unten, also es ist wirklich relativ simpel. Hier einfach einen Winkel dran gemacht, dieser Block da reingefräst. Oben ist noch mal eine dickere Platte drüber, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Und das sind, glaube ich, 5 mm Aluplatten einfach. Hier sieht man nochmal, dass ich diesen Alu-Block auch ein bisschen anpassen musste, weil das alles nicht gepasst hat. Aber wenn man das einmal hat, dann hat man dann wirklich eine richtig gute Verbindung. Und der Vorteil ist, gerade hier vorne, man kann den einfach umdrehen. Das heißt, ich kann im Over- oder im Underslug das ganze Ding dran bauen, wie ich möchte. So, weil ich vergessen habe zu zeigen, wie schnell das System aufzubauen ist, zeige ich jetzt einfach, wie schnell das System abzubauen ist. Ne? Haken, 2 Haken, fertig. So, und schon sieht das Ganze wieder aus wie vorher. Ich habe keine Ahnung, wer da gefilmt hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass das alles jetzt sehr individuell ist. Mit einem anderen Auto und einer anderen Kamera sähe es schon wieder anders aus. Dann müsste ich das System wieder anders abstimmen, wieder anders einstellen. Mir war nur wichtig, was zu entwerfen, was ich schnell ins Auto reinbauen kann, damit ich auch mal abends einfach durch die Stadt fahren und Fahraufnahmen machen kann.